Hi, willkommen zu einem neuen Video. Wenn du mich noch nicht kennst, ich bin Lisa von Parfori und hier dreht sich alles rund um die Welt der Nischendüfte. Jetzt wird es doch tatsächlich so langsam Herbst. Ich persönlich freue mich total, nicht weil das Wetter schlechter wird, wobei ich diese kalten Wohlfühlabende total liebe, dann eingekuschelt auf der Couch. Nein, mir geht es vor allem darum, weil ich endlich wieder andere Düfte tragen kann, die jetzt einfach im Sommer im Schrank bleiben mussten. Und deswegen habe ich euch heute mal eine Auswahl dabei an Düften, die definitiv im Herbst wieder getragen werden. Es sind Düfte, die teilweise unisex zu tragen sind. Es sind aber auch Düfte, die eher maskulin oder auch feminin sind. Das heißt, ich habe auch wirklich für jeden was mit dabei. Der erste Duft, der bei mir in dem diesjährigen Herbst auf keinen Fall fehlen darf, ist der Silky Woods von Goldfield Banks. Das ist wirklich ein Neuzugang in diesem Jahr bei uns, den ich nicht mehr missen möchte. Und ich freue mich die ganze Zeit, wenn ich an dem Flakon vorbeigehe und ich mir denke, endlich, du darfst bald getragen werden. Der Silky Woods ist ein absoluter Wohlfühlduft für mich. Der darf einfach nicht fehlen, wenn es kälter wird. Der startet schon so schön. Mit einer wundervollen Vanille für mich. Ich finde, die riecht man schon von Beginn an raus. Man riecht aber auch diese leicht holzigen Noten, die definitiv in dem Duft auch mit drin sind. Der Name ist also Programm. Ganz tolle Kombination mit einer leichten Süße auch. Das ist wirklich ein Duft, der absolut perfekt unisex zu tragen ist. Wir haben in dem Duft definitiv eine schöne udige Note mit drin, leicht tabakig, leicht auch rauchig. Trotzdem ist das ein Duft, der schreit nicht, der ist nicht zu aufdringlich, das hat der Duft gar nicht nötig, sondern der ist so schön rund, der ist fast schon cremig, legt sich super schön auf die Haut und ist einfach ein perfekter Begleiter für den Alltag. Also dadurch, dass er einfach nicht so schreit, er hat zwar schon eine gute Sillage und auch eine gute Haltbarkeit, das schon, aber das ist jetzt nicht so in your face, sondern der ist so ein bisschen zurückhaltend und trotzdem da und trotzdem schön würzig auch. Toller Duft, toller Alltagsduft auch, gerade jetzt, wenn es so ein bisschen kälter wird. Ich werde ihn definitiv tragen. Okay, wir kommen zu einem Duft. Das ist einer meiner All-Time-Favorites und gleich schon mal vorweg, es ist für mich ein wirklich rein femininer Duft und zwar ist es der Boudoir Belle von Philly & Phil. Für mich ist das ein Duft, der so schön elegant, feminin und intim ist, dass ich ihn einfach wahnsinnig gerne trage, ist aber ein sehr pudriger Duft, weswegen er bei mir so im Sommer eher im Schrank bleibt, weil das ist mir einfach ein bisschen zu stumpf. Da greife ich lieber zu anderem. Jetzt ist es dann aber wieder soweit und ich liebe diesen Duft. Der ist schon im ersten Riechen pudrig, süß, hat was Blumiges. Wir haben eine schön sanfte Rose da definitiv mit drin. Und der legt sich so richtig schön auf die Haut. Das ist kein Duft, der schreit. Das ist kein Duft, der irgendwie aufdringlich ist, sondern der wird schon im Verlauf intim. Der legt sich auf die Haut. Er hat zwar dieses Pudrige, bekommt aber eben durch einen schönen Moschus auch was leicht cremig, fluffiges. Und im Verlauf haben wir eine schöne Vanille, die auch eine Süße mit reingibt. Wir haben hier auch florale Noten. Und vielleicht von der Beschreibung merkst du jetzt auch, warum ich sage, es ist eher ein femininer Duft. Der ist einfach mit diesen Blüten, mit diesem sauberen Charakter, den er auch hat, mit diesem pudrigen, mit diesem cremigen, schon eher für Frauen geeignet. Für mich wirklich ein All-Time-Favorite, ein Duft, den du überall hin tragen kannst. Den kannst du ins Büro tragen, den kannst du aber auch in der Freizeit tragen, den kannst du auch tragen, wenn du irgendwie ein Date hast. Der wird zwar nicht mega wahrgenommen werden, aber wenn dir dein Datepartner oder deine Partnerin etwas näher kommt, wird er den Duft auf jeden Fall wahrnehmen und dann riecht es richtig schön. Für mich so ein schöner Sauberkeits-Gepflegtheitsduft, den ich super gerne trage. Also Boudoir Belle, wenn du auf so pudrige, blumig-süße Düfte stehst, teste den auf jeden Fall mal aus. Der nächste Duft geht in eine komplett andere Richtung und zwar ist das der Tobacco Volute von L'Atelier Parfum. Und wie der Name es vielleicht erahnen lässt, ist hier auf jeden Fall Tabak eine wichtige Ingredienz, die auch auf jeden Fall rauszuriechen ist. Ein wunderschöner Duft, der auf jeden Fall intensiv ist, weswegen er jetzt in den wärmeren Monaten auf jeden Fall nicht tragbar war. Jetzt aber schon. Und ich finde gerade das, was in dem Duft mit drin ist, hört sich wahnsinnig spannend an. Wir haben zum Beispiel Heu mit drin, wir haben Weizenkleie mit drin, wir haben Mate mit drin. Also ganz spannend eigentlich von dem, was da mit drin ist. Aber jetzt schauen wir mal, was im ersten Riechen rauskommt. Oh, schön. Und das ist auf jeden Fall schon trocken, heuiges ein bisschen. Also ich kann schon verstehen, was damit gemeint ist. Das heißt, es ist so ein bisschen mandelig, trocken,
Wunderschön und ganz schnell kommt eben eine kleine Tabaknote auf jeden Fall mit rein. Ein wunderschöner Duft, der eben so einen trockenen Vibe hat, aber im Verlauf eine schöne Vanille auch mit reingibt. Also wir bekommen hier eine schöne leichte Süße nochmal mit rein. Das steht auch so ein bisschen in einem Gegensatz zu diesem Trockenen, was am Anfang passiert. Dann eben dieses Vanillige, leicht cremige, richtig coole Entwicklung. Wir haben hier auf jeden Fall auch eine schöne Tonkabohne, die im Fokus steht. Mich erinnert der Duft wie an so eine edle Zigarrenbox, eben aus Holz, weil wir haben hier schöne holzige Nuancen mit drin. Dann die Zigarren mit drin, wo eben dieses leicht Tabakige haben, wenn man gerade diese Holzschale aufmacht. Also ganz toller Vibe. Richtig schön, nicht zu schwer, obwohl er schon intensiv ist. Toll zu tragen, mit einer ganz leichten Tendenz vielleicht ins Maskuline, kann aber auch super von Frauen getragen werden. Also je nachdem, was du an Düften magst, kannst du den natürlich auch gerne als Frau tragen. Wirklich ein edler Duft, der so eine gewisse Eleganz auch mit ausstrahlt. Wir kommen zu einem Duft, der sehr neu bei uns im Sortiment ist, und zwar von der wunderschönen Marke Carner. Also Carner Barcelona, und zwar der Black Calamus. Ist aus der Black Edition ein richtig intensiver Duft, der sich super auch für Frauen und für Männer eignet, der wirklich ganz toll mit grünen Noten startet und dann eben einen orientalischen Einschlag bekommt. Aber wir haben auch am Anfang auf jeden Fall was Würziges. Wir haben Pfeffer, wir haben Koriandersamen, wir haben aber auch diesen Calamus, der einfach dieses Grüne da nochmal mit reingibt. Also es ist wirklich ein sehr interessanter, so ein bisschen grün, erdiger Start. Und was auf jeden Fall sehr schnell reinkommt, ist eben das Oud. Wir haben hier holzige, tabakige, leicht rauchige Noten auf jeden Fall, die hier rauskommen. Das ist ein Duft, der hat auf jeden Fall Pfeffer. Also Sillage und Haltbarkeit überdurchschnittlich hier. Da muss man schon wirklich dezent dosieren, es sei denn, du möchtest mega auffallen. Wäre jetzt ein Duft, den ich auch nicht unbedingt im Büro tragen würde, sondern so im Alltag oder auch zum Weggehen. Du wirst mit diesem Duft auf jeden Fall auffallen. Er hat für mich schon eine leicht maskuline Tendenz. Du musst halt dieses orientalische, udige mögen. Wir haben hier aber auch eine schöne Rose nochmal mit drin. Das unterstützt natürlich auch diesen orientalischen Touch, den der Duft hat. Er ist aber einfach intensiv. Mit diesem Weihrauch, mit diesen grünen Noten, die auch wirklich im Verlauf mit drin bleiben. Und ich hatte meinen Partner gefragt, auf welchen Duft er sich am meisten freut. Er hat Black Calamus gesagt. Also, liebe Männer da draußen, wenn ihr auf udige, weihrauchige Düfte mit einer leicht grünen Nuance steht, testet den Duft von Carner Barcelona auf jeden Fall. Wir kommen zu einem meiner All-Time Favorites, ein wunderschöner Unisex-Duft, und zwar ist das der Paragon von Initio. Ich liebe ja schon allein diese weißen Flakons. Ich finde, die sind einfach edel. Die sind zwar schlicht, aber schön, halten sich schön in der Hand, und ich bin einfach ein kleiner Initio-Fan und vor allem auch Paragon-Fan. Das ist wirklich ein richtig cooler Duft, der schon leer ist. Deswegen habe ich heute mal einen Tester mit dabei und sprühe einfach mal. Wir haben was leicht Zitrisches am Anfang, aber was ich so schön finde, und das ist eben auch das Spirituelle in diesem Duft, ist, dass wir einfach dieses wunderschöne Salbei haben in Kombination mit einem tollen Lavendel, der überhaupt nicht muffig ist, sondern eher eben frisch und schön. Und ich muss sagen, ich liebe einfach diesen Paragon. Der ist zwar intensiv, aber er ist so schön aufeinander abgestimmt, dass er super alltagstauglich ist. Und was ich einfach so toll finde, ist, dass wir eben dieses schön fruchtig Frische haben, und es bleibt in dem Duft auch. Wir bekommen eine wunderschöne Pflaume, die einfach so eine schöne Süße mit reingibt, dann in Kombination mit dem Pfeffer, diese schöne Würzigkeit, und dann das Palo Santo. Ich finde, das ist so fein. Das hat einfach was Sinnliches und für mich auch was Anziehendes, ohne zu aufdringlich zu sein. Ich finde, das ist einfach so ein in sich stimmiger Duft mit dieser feinen Oud-Note auch nochmal mit drin. Ich muss sagen, ich bin wirklich Fan von Initio, aber eben vor allem von diesem Duft, weil er für mich wirklich einfach so schön komponiert ist. Wenn du von Initio noch keinen Duft gerochen hast, könnte das auch ein guter Einstiegsduft sein, wie ich finde. Denn viele der Düfte von Initio, das sind ja schon eine richtige Brocken, also die hauen schon richtig rein. Der Paragon ist einfach so ein bisschen heller, eben ein bisschen leichter, ein bisschen ausgeglichener als viele der Bomben, die Initio sonst so auf dem Markt hat.
Lass mich gerne in den Kommentaren wissen, was dein Must-Have-Herbstduft ist. Und ich hoffe natürlich, dass ich dir auch wie immer gute Inspirationen mitgeben konnte, welche Düfte du vielleicht jetzt, wenn der Herbst beginnt, neu ausprobieren kannst. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, hol das am besten gleich nach, aktiviere die Glocke, um keine neuen Videos zu verpassen. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss!